Ei, was geht? Heute mit einem kurzen Spotlight zu einem weiteren Modul meines How 7 Days Should Be Modpacks. Bevor wir loslegen, möchte ich euch nochmal herzlich einladen, auf Twitch vorbeizuschauen, wo Feo und ich jeden Mittwoch und Sonntag ab 20:30 Uhr streamen. Da wir aber auch mal spontan online gehen, wäre ein Abo-Follow-Däumchen ein wahres Träumchen, womit die Werbeeinblendung aber auch zu Ende ist. Legen wir los! Heute machen wir einen Sprung zum Ende der Liste zu S wie Storage, ein kleines Modlet, das aber schon in der Vorschau für Staunen gesorgt hat. Wie der Name vermuten lässt, verändert und erweitert dieses Modul die Lagermöglichkeiten, was ganz nett ist, aber nicht spektakulär. Ganz anders als die neuen, voll funktionstüchtigen Einkaufswagen und Kippkarren. Später mehr dazu. Schauen wir uns zunächst das Lagersystem an, welches grob in verschließbare und offene Kisten unterteilt werden kann. Abgesehen von der ersten Holzkiste, deren Inventar winzig ist, findet man alle verschließbaren Truhen in der Crafting-Liste, während die offenen in Holz- bzw. Metallmöbelblöcken enthalten sind. Der größte Unterschied zwischen den beiden Lagersystemen ist die Inventargröße, da offenstehende Kisten ziemlich groß sind und verschlossene recht klein, aber robust. Durch diese Änderung sind die vorhandenen Schränke in der Welt zu Beginn besser als Holzkisten, die man anschließend aber auch bei der ersten Gelegenheit gegen eines der optisch schöneren Behältnisse ersetzt. Das Spiel mit dem Offen und Verschlossen ist im Multiplayer interessant, da man abwägen muss, was einem wichtig ist und auf was man im schlimmsten Fall auch verzichten kann. Da ich aber weiß, dass viele von euch einen Lagerfetisch haben, könnt ihr diesen Aspekt des Moduls mit einem extra enthaltenen Modlet entfernen, sodass alle Kisten wieder große Inventare haben, jeder wie er mag. Zusammengefasst beinhaltet das Lagersystem einen Haufen neuer hübscher Kisten und ein paar neue Möbel, wozu übrigens auch eine Küchenzeile aus dunklem Holz zählt. Die standardmäßig verkleinerten Inventare sind für ein Zusammenspiel mit H7SB Backpacks gedacht, wodurch der Stauraum stark limitiert wird, weshalb es natürlich auch eine Lösung für den Lagernotstand geben muss, womit wir zum Highlight der Mod kommen, den schiebbaren Karren. Diese gibt es in zwei Ausführungen, einmal den Einkaufswagen, den man einfach herstellen kann, und einmal die Kippkarre, die eine Werkbank benötigt. Funktionieren tun die guten Stücke wie alle Fahrzeuge, weshalb man sie erst platzieren muss, um sie dann am Griff mit E anzuschieben. Beide Karren verfügen über ein größeres Inventar, das man durch langes Drücken der E-Taste öffnen kann, womit man sie übrigens auch wieder aufhebt. Damit die Schmuckstücke auch Sinn machen, wurden die Inventare der anderen Fahrzeuge drastisch reduziert, was ihr aber mit dem Extra-Modlet ebenfalls rückgängig machen könnt. Abgesehen von eurer Beute könnt ihr außerdem noch einen Spieler mitnehmen, was besonders praktisch ist im überladenen Zustand. Alles klar, soweit erstmal zur Mod. Wenn euch das Video und/oder Projekt gefällt, lasst mir doch ein Motivationsdäumchen nach oben da. In dem Sinne, Feo, volle Kraft voraus! Und euch noch eine geschmeidige Woche.